Oké, nu hebben we stap al van ons 12 stap. Van de 12 stappen wat we hier brengen dan bij Centro Luz en Camino. Stap af zegt we halen een levende gemeenschap aan met ons God. En hier is een wegje, waar kunnen we dat gaan? We weten in de Bijbel zegt, waar we dat aannemen dan wat God voor ons gedaan heeft. Jezus voor ons gestorven. We dat aannemen dan, we bekennen de zin, dan wissen we dan onder het wandel gaan. Dan kunnen we God zien die dingen. En de Bijbel verspreekt ons zo. So hier zegt het een levende gemeenschap met God. Een andere weer, we kunnen zijn communion with God. Ja, gemeenschap met hem en arm. So. We hebben nog beden aan vrouwen voor wijsheid. Voor hem hemel, we danken die. Waar ik geen gelegenheid waar van die te leren had. En dat u moest ons wijzen en leren had. Hoe kunnen we die gemeenschap met die gaan? We weten dat hij veel te doen met gebed. Dat we dat opgaan hadden. Ons geloven kon sterker zijn. De Bijbel lezen. Gemeenschap gaan met andere christen. De kerk van hebben. Moest u ons die dingen wichtig maken in ons leven. Dat we kunnen werkelijk sterk staan. Die zegt ons we kunnen. We kijken naar die, die wil ons geven wat ons van der veel dat we kunnen wat verstaan, toenemen en voor die te leven. In Jezus naam. Amen. So hier zegt je, wat kunnen we werkelijk gemeenschap hebben met God? Eindelijk is dat we God zijn woord kunnen lezen, verstaan. En helemaal is dat we lezen, we kunnen dingen niet verstaan. Mij ook manchmal zo. We lezen vers hier en dan vragen we her, wat meint het hier? En weet je wat is waar we in gebed naar God gaan doen en we aan dingen vragen dan. En God is gnädig. En God geeft ons immer een antwoord. Ja? Manchmal niet voets, manchmal is het een stukje wieder. Maar weet je wat God is terug en hij wil ons dingen wijzen, wat ons veel te weten. So in de Bibel, wanneer je de hand doet, Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8, vers 30 en 31. En hier geeft met een bijspel wat we kunnen zijn. Hier is een man die gelooft aan God. Hij is ganz bij Jeruzalem. Hier zegt dat is een kameraad, nannt zich dat. In Engels we noemen dat een eunuch. Deze man die weer van Ethiopië. Hij reist bij Jeruzalem, zo weer langer eind te reizen. En hier zegt dat deze man, hij reist naar huis op zijn grote een chariot, namen dat met pier en zo weer. Hij zat erboven, hij leest daar. En God heeft Philippus te hand geschickt. En die kon in de kerk. Hij komt te hand, hij heeft deze man leest daar van het boek Jesaja. Maar hier zegt het dat Philip vraagt deze man, hier zegt hij, verstehst du wat u lezen das, ja? En weet je wat deze man hier, die vangt aan te denken, ja, wat is dit al, wat meint het hier? En dan, je nog de antwoord Philip, dan vraagt hij, van wem ik vrouw die, van wem redt deze profeet, van zichzelf of van een andere man? En Philip moet we zijn, Philip, die had de Jezus Gottes in zich hier. En weet je wat, dan Philip maakt zijn muil op, zegt het hier, en dan vangt hij aan van aanvang te vanaf, dan predigt hij aan wat hij bij Jezus zegt. Ja, hij Jezus erklären dat. Hier zegt hij, die komt bij een weg, de lange weg, bij zijn water. Vraagt de man, kijk maar, hier is water, wat helpt mij op van getauft te zijn, gedoopt te zijn? Vers 37 zei Philippus, want du geloven is met een ganse hart, dan kost u getauft zijn. En deze man zegt aan deze eunuch, de kamer zegt, ik geloof dat Jezus Christus is de Zoon Gottes. Weet je wat, hier vingen we dat, waar de taufe opkomt, ja, zijn geloven, hij bekent dat hier. Maar weet je wat, kijk maar hier, in vers 30 zegt hij, zo dit, Philip hand te hand. En hier haben wir lesen von dem Prophet Isaiah. Dann fragt er, kannst du verstehen, die lesen das? Das Mann ist abrichtig und er sagt, es steht, wo kann ich das verstehen, besitzt von wie mir wiesen das? Und Philipp kriegt den Herrn und sagt sich dumm mit Armen verteilt. Kijk, maar hier is het dat we moeten Jezus God is in ons leven handelt, ons tot sens merken dat wat we lezen dan. Kijk maar, een persoon wat niet gläubig is, die kan lezen, die kan de Bibel uitwendig weten, maar die kan niet verstaan wat God gezegd heeft. Dat maakt aan niks sens, ja. Dit Ethiopiën, dit man, dit kameraad, die had de ware geboorte nog niet beleefd. Hij gelooft aan God, hij wist het wie een God. Weet je wat, hij reist ganz bij Jeruzalem en die kon het nog helemaal niet verstaan, krijg wat het meint. En hier bij Philippus, hij erklärt hem dat en deze man zei, yes, dit stemt mij, ik wil dat gaan wat du hast. En weet je, we vingen hier nog in 1. Korintherbrief, we vingen dat in Korinther 2:14. Hier zegt het dit, wij zeggen de vleeselijke mens, de natuurlijke mens, natural, zegt hij in de Bijbel, in Engels. Hij zegt, de vleeselijke mens, die kan niet de dingen aannemen van hem Jezus Gottes. Hij zegt, wenn je zijn afschuldige dingen te aan. Hij denkt, dat is afschuldigd. En hij zegt, die kan het niet verstaan. Wenn jemand Jezus verstaan kan. Ja? Kijk maar hier, zo'n mens wat niet de Geist Gottes heeft, dan is het afschuldigd. Weet je, mij denkt nog, eerst einmal in mijn leven,
Ik ben vielleicht 13, 14 Jahre, mijn ouders noemen me niet ook, en ik vraag me dat wel, ja. Aber wat je dat ziet, kon ik dingen niet verstaan. Ik wist Bibelvers, ik kon uitwendig zijn. Een dag kwam mijn cousin daheim, mijn primo, mijn vader, die kwam daheim en dan zei hij de ganze week even naar kerk voor. Zo was boodschappen en hartje. En weet je, ik dacht zo, Mensch, best u niet klug, waarom wordt een mens wel niet over even naar kerk zetten? Ik kon het niet verstaan, ik maakte niet sens. Weet je wat, van deze dag kijk ik ganz anders naar niet aan. Nu habe ich eine Freiheit, mit Dinge Gottes zu sein. Da nicht, because ich had nicht Dinge Gottes. Ich konnte so Dinge nicht verstehen. Weißt du was, even Jesus sind die Jünger, die wir mit Jesus Tag für 3 Jahre ungefähr. Hier sagt er, die können manchmal auch verstehen, was Jesus gesagt hat. Und in Lukas 24, 45, ich glaube, das ist falsch mit sein. Ja, das sagt er, Jesus mögt ihr Verständnis ob, dass sie immer verstehen können. Fertig können die Mann auch verstehen. Und wir mit Jesus taugt jeder Tag da, ja. Kijk mal, der Jesus Gottes muss uns abgefällt haben. Wie fing das noch der Herr Jesus raufkommen auf die Jünger, Apostelgeschichte 4, der ist die Erfüllung hatten von dem Heiligen Geistes, damit einmal mögt Dinge sein. Dann können sie Dinge verstehen. Dann schafften sie mit Dingen. Weet je wat, ik geloof jullie het manchmal als mij. We lezen de Schrift en we kunnen dingen niet verstaan. Sommige dingen kunnen we bloos niet verstaan. Maar weet je wat, ik geloof dat het wichtig wie niet abgeverig zijn. Wie fängt dat in Jakobus ein? Sehr schöne Vers, wat het hier sein dat. Jakobus wie der Halfbruder von Jesus. Der Lehrer in der Kirche in Jerusalem, wat ik so verstaan habe. So, Jakobus 1, Vers 5 und 6 sagt es, wenn ein von Jünd Weisheit fehlen hat, lot am Frauen Gott frauen. Die wird uns das Rief geben, ohne uns dumm sein erwähnt. Sie reproach meint, der englische Wort reproach meint, Gott wird gleich wahr sein. Meinst nu fehlt dir wahr? No, hier sagt es, ohne das. Der wird uns das geben, das der Mut ist, und das wie uns verlangt, dass Gott wird mir das geben, dass wir frauen kann. Hier sagt in Vers 6, lot am Frauen im Glauben, ohne Zweifeln. Kijk mal, wir müssen nicht zwiebelig sein. Und wie Gott gefragt haben, wir haben gelesen, uns merken Vers, wir können nicht verstehen. Wir fragen, Herr, merk mir das klar. Und mir das viel zu weit, Herr. Wies mir, was das meint. Ich dort brücken kann, zu dienen ihr, vielleicht selbst mir Dinge erklären. Weißt du was, hier sagt es so, und ich will Gott fragen, ohne Zweifel, Gott wird mir das geben. So, wenn wir die Bibel lesen dann, und wir sagen, manchmal nicht verstehen können, wir nicht abgeben. Wir sagen, Gott, Dankeschön für dein Wort, was du gegeben hast für mich, Herr. Ich kann das Vers nicht verstehen, Herr, aber Herr, in deiner Zeit wirst du mir Dinge offenbaren, dass ich verstehen kann. Weißt du, das ist so wichtig, wenn wir die Menschen mit Gott haben, unsere Werte und unsere Worte machen stimmen, da geht kein Drama weg. Kijk maar, wie kan ik bloß sein, ich sehe in Christus, unser Wandel, wie es ganz anders. Ich glaube, dass viel wichtiger, was ein Mensch ist, von Montag zu Morgen bis Sinn und zu Oves, wo er leben hat, wo er mit seiner Arbeit umgehen hat, wo er mit seiner Familie ist, aus der Sinn da. Heute in Sinn, ich habe uns alle antragen, Schmack kam, was immer fehlen hat, vor nicht Tag, und Menschen sagen, wow, das ist ein feiner Mensch, ja. Aber wer sind wir von Montag bis Sinn und? Wer sind wir da? Wenn wir unsere Kinder fragen, unsere Freunde, unsere Mitarbeiter fragen, wer sind wir dann? Und ich glaube, das ist so wichtig, unsere Werte und unsere Worte, die müssen stimmen. So, in der Bibel finden wir noch Vers, was sagen, dass Gott wird uns das geben, was uns Gott verlangt hat. So, wenn ihr eine Bibel in der Hand habt, in Johannes 14, und hier fing ich ein wertvoller Vers. Weißt du was, das ist mir mal ein paar Jahre mal aufgedacht, was ich hier lesen habe. Ich kann manchmal ganz kräftig mitfallen und bloß nicht verstehen kann, was wir gelesen haben. Kijk mal hier, in Johannes 14, hier sind Jesus seine Werte, Vers 13 und 14. Hier sagt es, was immer du was fragen, mein Name, dort wo ich down. Okay, das hört sich schön. So, nicht haben wir am Fragen, was wir wollen, ja. Menschen glauben manchmal, das ist ein Checkbuch nehmen und kriegt das Sohn anfällt, was uns jankt hat. Und hier sagt er, aber Gott wird mir das geben. Weißt du, wo Gott mir das geben, wenn ich frage, da ist das. Und das ist ein wichtiger Vers, was ich verstehen kann. Vers 13 noch einmal, er sagt, was immer du was fragen in meinem Namen, dort wo ich da, dass die Vater im Himmel kann verherrlicht werden durch sein Sehen. Vers 14, wenn du fragst, ist was in meinem Namen, ich werde tun. Nu ist es hier, wo wird Jesus das für mich tun? Das ist bloß, von dem Vater im Himmel das verherrlichen. Ja? So, was mein Hort, wenn der Hort voll von dem Heiligen Geist ist, ja, Gott wohnt in mir, Jesus wohnt in mir, wo will ich eine Dinge fragen, was gegen Gott kann? Ich will nicht. Because ich will Dinge fragen, was Gott will dir von, er wird mir das geben. Weißt du was, wir haben das Gebet von unser Vater, wir sagen uns täglich Brot,
Gib uns heute. Weet je wat, dat is God zijn wel. Hij wordt van ons zorgen. De Bibel verspraakt me die dingen. Weet je wat, ieder maal, ik weet van mezelf, ik kan voor dingen je beten, je vragen, wat ganz in God zijn wel weer. En ik wist dat wie niet God zijn wel voor mijn leven. Maar weet je wat, Lothar wordt mijn dingen klaar. En ik geloof, jullie dat ook ieder maal. We gaan voor dingen je beten, wat ganz in God zijn wel weer. Weet je wat, God wordt ons gebed immer antwoorden. Manchmal is het, hij zegt, luid man stootje. Dat wordt Lothar in ervaren komt. Manchmal zegt hij ganz klar, nee. En dat hebben we manchmal zeer schwer verstaan. Wie willen niet, joh, hier wordt hier. Niet zo? Want ja, zo schijn wie vraagt, dan geven we dan. Weet je wat, God weet beter wat goed voor ons is, als we zelf zijn. En eenmaal zegt hij, joh, dan zie je beter. Weet je wat, dan hebben we dat je antwoord. Manchmal is het de vrede dat we God kan. Ja, kijk maar, ik geloof van God weten. Dus de Pharisäer, die weten, de Sadduceer en de Pharisäer, wir sind zwei verschiedene Gruppen da. Die kennen von Gott, ja. Die haben das Old Testament, die lesen das, die können sie auswendig. Die sagen, naja, je Sätze dabei. Aber weißt du, die Männer, was die Bibel so gut kennen in dem Old Testament, dass wir die Männer, was Jesus im Christ nennen. So, ich möchte uns fragen, guck mal hier, kann ich Gott oder kann ich bloß von Gott? Habe ich dann nicht heute gehört, in der Bibel gelesen, oder kann ich Gott persönlich in mein Wort? Wil die ik God kennen, dat is wanneer ik de schrift studeren dan. Ik lees in de Bibel, ik vraag God, wat meint das vast te mij? Wat kan ik dat mijn leven van daar aanpassen? En ik geloof God, der redt ook durch ons woord. Ja? Ons woord zegt ons dingen, dat leidt ons in dingen. Ja, Jezus woont daar, ja. Kijk mal hier, in Christus kan God persoonlijk kennen. We vinden in Hebräer 8, Vers 11. Da sagt es sehr klar, wie kann jeder ein von uns kann Gott persönlich kennen. Wir brauchen euch mal durch den Priester gehen, dem unsere Sünden vergeben. Gott selbst, wie kann ankommen und er wird uns vergeben, und wir freuen uns, wie fängt das Johannes ein? Nein. Hebräer 8, Vers 11 sagt es dit. Keiner wird entleeren, was sie nur belehren, und keiner sein Bruder sein, kann dem Herrn. Für alle, wo mich kann, von der wenigste, das meint er, was nicht recht ist, vielleicht der Armste, aber der Gradste, das meint der Regierungsmann. Jeder Mensch, wird ein Tag kann Gott kann persönlich. Und weißt du was, in der Zeit lebe ich von der. Wie kann Gott wirklich kann? Und wie kann, weißt du was, in 1. Johannes 4, 7, 8 sagt, dem am kann, als dem am Leib haben. Because er sorgt für uns, er ist uns Gott. Und weißt du, ich denke an Gott seine Macht, ja. Wir wissen, was Gott von uns verlangt hat. Weißt du, er wird uns die Welt geben und die Macht, um das auszuführen. Kein Ding, was uns nun kommt, weißt du was, das ist zu stark für uns. Ich habe hier ein Bild, was ich auf die Klassen irgendwo brücken da, was ich mir das Gedanken durchgeben habe. Wenn wir hier sind, so steht, wir sind eine Person, lass es mal früh sein, und hier kommt manchmal eine Frau, wo soll ich beten? Weißt du was, der Geist Gottes in uns Leben, der sagt mir in alle Dinge, der leitet mir in alle Dinge. Wir wollen noch ein paar Vers von dort haben. So, wenn mein Hort abgelehnt ist, oder ich habe den Leistungsplan angenommen, ich habe meine Sinne bekannt, ich werde ein Kind Gottes, weißt du was, dann ist der Heilige Geist, der wohnt in mir, der Holy Spirit, da wir uns sitzen, ja. Der Holy Spirit, der leitet mir in alle Dinge. Die Bibel sagt mir das. Der Geist Gottes leitet mich, und durch Jesus Christus, ja, durch Jesus Christus kommt eigentlich Gott. Weißt du was, guck mal hier, wo kann ein Mensch dann Dinge erfüllen, was nicht Gott will gefallen ist? Wenn der Geist Gottes in mir regiert, der leitet mir in alle Dinge, der helpt mich beten, wenn ich nicht even verstehe zu beten. Und wir sagen immer, wenn wir beten, dann ganz wichtig sagen, in Namen Jesus, ja. Because wir wollen durch Jesus nach Gott kommen. Weißt du was, und hier ist die Frieden in uns Leben. Wir können nach Gott kommen aus seinen Dingen. Wir können weiten, dass Jesus ist von seinen Sinn gestorben. Guck mal hier, so ein Hort, was so steht angestellt ist, von hier bis dort. Wo wird das Hort Dinge beten, was gegen Gott kommt dann? Das Hort kann das Gott dann, because, guck mal hier, der Heilige Geist, dort ist Gott als Heilige Geist, der wohnt in uns Leben, der wird nicht Dinge gegen Gott tun. Der wird treu bleiben, die Dinge, die Gott am gewesen hat. Wir lesen das, ja, wir finden das in der Bibel, ja. Wir lesen die Bibel, wir haben Gemeinschaft, wir haben Fellowship. Guck mal, wie dann mit Menschen spazieren, wie dann von vertrauen, was Gott für uns getan hat, wie dann gebeten, das ist Prayer. Wie dann ihr beten, wir bringen die Dinge in Gott zu stehen. Weißt du was, ein Hort wird erst fast an Gott und hat Leid für Gott, wenn Gott für uns zu tun hat. Weißt du was, so ein Hort wird nicht Dinge beten, was in Gott gehen tun. Das habe ich für mich persönlich klar, ja. Und ich glaube, wenn wir das leben, dann kann Gott seine Macht durch uns. Weißt du was, wenn wir das leben, dann kann das Hort hier, der kann nie sein zu den Sinnen, was die Find uns waren anbieten, das alle Leben da.
Weet je wat, deze persoon zegt, no. Hij zegt, mir fehlt dat niet, mir jankert dat niet meer. Die braucht wel kämpfen zijn, oh, maar waarom moet ik immer dit doen? Ik zal het niet doen. Weet je wat, dan kämpft dan. Weet je wat, zijn hart, wenn het Gemeinschaft heeft met God, die kan ganz klar zijn, nee. En die kracht hebben we, want we zullen het leven dan. Dat God in ons leven sterk is, ja. En weet je wat ik leef met zijn leven is een stedman heeft, dat is je mold, ik weet dat. Voor zo'n leven is hij heeft hier, de Heilige God is de dag uit in zijn leven. Dat braucht euch Menschen lang vertellen, wohin Christus ist. Zijn leven wies daardoor. Die hebben een Gemeinschaft met God. Dat God is wichtig. Weet je wat, iedereen is het een avondmaal, dan is het iedereen een persoon dat zeer wichtig is. Dat stemt mij ook. We willen avondmaal wichtig nemen, dat is eens. Maar geloof je niet dat we zullen jede dag ons laten brieven? Dat we recht staan met God. Jede dag stellen we ons aan wat God zijn wel is. Op één dag, we danken God. Waar hij ons geleid je 4 dagen, we danken God. Want hij ons denken helpt met dat. We freuen ons dafür. Because hij wil ons de heiliging wat hij heeft, dat we zullen allemaal met alle uitdagen. Weet je, mensen, die een Christ kan het goed verstaan. Dat hij leven heeft voor God. Because zijn ganze wandel, zijn reden, dat daagt eruit. So die auf der Stub sagt es dort, wir segnen der Gebet und Notdenken eine diepere Gemeinschaft haben mit Gott. Okay? So, hier, wir denken nicht, wir nehmen mal Zeit, wir dann nicht einmal hastige Entscheidungen machen, wir dann mal Dinge durchdenken. Das meint, wenn mir was jankert, ankommt, weißt du was, dann darf ich mal prüfen. Von wo kommt das? Kommt das von Gott? Weißt du was, wenn von Gott kommt das, da wird einmal mit seinem Wort stimmen. Wenn er von der Feind kommt, das ist eine ganz andere Sache. Dann fangen wir an twiefelig zu sein. Der Feind wird mir immer twiefelig machen. Gott ist immer der Gott von Klarheit. Er kann eine klare Entscheidung machen. Ja? Dann prüfe ich Dinge. Soll ich das schreiben? Soll ich das verschreiben? Weißt du was, dann denk wieder, wir bringen das nach Gott. Und das Gott uns angeben, das schaffe ich. Weißt du was, ich sage, dort ist Gemeinschaft mit Gott. Er sagt hier, so weit es wie arm verstehen kann. Guck mal, welche Gedanken. Wenn wir die wahre Geburt belebt haben, wir haben Jesus angenommen, weißt du was, wir wollen nicht von dem Moment rein alles verstehen können von Gott. Guck mal, Gott hat uns sein Wort gegeben, das sagt mir, wer Gott ist, wo Gott denken hat. Weißt du was, das regt uns immer zu, was Gott hier hat angeschrieben, was ich verstehen kann von ihm, dass er kann mir ein Tag, was du herbringt, dass ich kann mit Gott in der Ewigkeit taub sein. Gott hat mir das Wort gegeben. Weißt du was, Gott wird uns nicht eine Bibel geben. Das ist so. Wir haben jetzt Gottes in uns, wir haben die Bibel, wir haben andere Christen, die Rotfrauen. All die Dinge tun, weißt du was, wir können mit dem Ziel kommen, wir können einen Tag. Und das steht sein, wo Jesus sagt, er steht right für uns. So wir fragen an, dass er muss ihn wel openbaren zu uns und uns die Kraft geben, um das durchzuführen. Und weißt du was, hier ist iedermaal, dass Gott wird ihn wel uns geben, aber es mein Hart rein, das anzunehmen, dass ich sage, ja Herr, dein Weg ist das Beste. Wenn ich denke an Jesus im Garten da, weißt du was, anscheinend so schwierig, dass er muss für John eigentlich seine Sünden sterben. Weißt du was, er kann nicht mal Sinn, er weiß nicht mal, was das wir. Gott hat nicht Sinn gemacht. Weet je wat, nu vroeg God aan zijn zin, dat hij zal al de zinden van de wereld op zich nemen. John eigenlijk zijn zinden normaal. En dat schijnt Jezus zo battelig schwierig. Dat zeg je van aan bloot, zijn schweit wie ze bloot lijken. Weet je wat dokters zijn, wanneer een mens zoveel stress heeft, zo slecht heeft, die kleine blootoortjes in je huid door, die vangen aan op te gaan. En dan vangt hij aan met een schweit te mixen. En dan vangt hij aan dus van hij blijven dat. Dat is wat er passiert. Zo schwierig schijnt Jezus dan voor die mensen te sterven. En weet je wat, veel van die mensen die hosten aan vom Harten. Die fallen sehr, die sagen sehr. Maar sind dat mensen, weet je wat, en dan is Jezus im Garten, en dan zegt hij zu zijn himmlische Vater, hij sagt, nicht mein Wahl, aber dein Wahl, soll geführt. Ja. Kann mein Hart auch so sein, wenn Dinge erreicht kommen in mein Leben, dass ich kann sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht was meint. Und weißt du was, das wird Gott von uns will. Dass wir mal handgegeben sind. Sein Herr, mein Wille taugt euch, Herr, so du weißt, dort ist mir gut, aber dort will ich nicht wieder schaffen. Weißt du was, in dem Mittel, in Hart, wird Gott niemals zu sich stecken. Und check mal hier, und Gott wird sein Wille offenbaren in uns Leben. So wir wieder eine Gemeinschaft mit Gott suchen, so wie das wir verstehen können. Weißt du was, wir nicht verdrießlich worden, wenn uns nicht alles klar wird. In morgen oder früh, wo vielleicht, muss sein, 20 Jahre im Glauben ist gewesen, weißt du was, der wird viel wieder sein, irgendwann. Because die Jesus Gottes haben Dinge erwähnt, offenbart, er schafft mit dir, sie schafft mit den Dingen. Weißt du was, wir nie im Glauben sein, ich glaube, irgendwann sind Vorbild. Das ist ein sehr feines Ding. Weißt du, ich lese einen Kart, sagt, der Paulus war, er sagt, Deutsches Akto. Ja, kijk maar, kan ik te mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden zijn, dat is ik doe, dan wil we wat doorkomen. Paulus zegt dan, dat is ik doe. Ik zie een voorbeeld hier, zie ik het voorbeeld.
Weet je wat, wanneer onze gemeenschap met God zo sterk is, dan kan we zijn, dat is echt doen. En ik wens jeder een van ons kunnen dat zijn. Dat we kunnen van Horten zijn, wat die gemeenschap wat ik had, dat jan ik jedem einem. Ik wil me nu behaupten, dat ik kan die gemeenschap hebben. Van de nähe zijn tot de zin, leven voor de gerechtigheid. En wie kan dat hebben? De Bibel verspreekt dan staan. Weet je wat, van Anfang an, wie history lezen, en ik lees history. Wanneer ik waar op school houden, ik would lezen bloos natuurkunde, dat mijn science, of dingen studeren, of landkaarten en landbetekening, of history. Dat interesseert me. Ja, rekenen vielleicht nog, maar die dingen, weet je wat, ik zei in history, de vergangenheid, zoveel meer de volken, even in het Old Testament, die deden ergens wat aanbieden, helemaal wat aanbieden. Weet je wat, die mensen waren afschuldig. Die wisten Gott beter. Weet je, het kan ook niet van God verteld, en Jezus is dan. Maar weet je wat, wie zijn van Gott afschuldig? Wie weet nog dat van God? God schickt Jezus ten veranstoven. Wie kan durch Gott zijn kracht leven verarmen? Wie weet nog? Wie zijn Gott afschuldig als ich einmal die Menschen? Wie weten in Mexiko sind die Aztecas, ja, die Menschen opfern für ihre Götter, ja. Kijk, nu van eerst nach, wie zijn, well, dat geht nicht zu uns, because wie weten nicht beter. Ja, wie weten wir Gott als? Wie können Gemeinschaft haben mit Gott? En je weet je wat, we moeten maar bijstaan dat we hebben een hunger in ons hart gehad. Vielleicht haben some van jullie vandaag nog een hunger om een gemeenschap hebben met God. Maar die werden het al hebben, weet je wat, wie weten waar het is. Dat is immer daar, dat scheelt daar. Je veel meer, gewoon een bijspel hier maken, wat hier moet zijn daar, ja. Kijk maar hier, dat weet wie ook wat het is. Want het hart hier zo twee is. En ik leef in ons hart, daar heeft God een steden aangemerkt. En ik word met een bijspel een beetje een kleine doos erbij, ja. Weet je wat, in deze doos hier, daar heeft God en God alleen ruim ben. Wat ik met dit meen, als ik maar zo, twee is het hart is, dingen wat we beleven dan, dingen gewoon slaag. Weet je wat, deze doos hier, deze plak hier, daar heeft God bloos zien in het model in gedaan. Daar past 6 niet aan. Maar weet je wat, we mensen hebben vielleicht eine tijd, we gebruiken alcohol, we gebruiken de drugs, we gebruiken de sloeppijl, narvenpijl. Al zijn dit dingen, weet je, de sigaar om ons betalen, dat we niet zo slecht gaan, de andere drugs, wat we van onze rief hebben, door is pornografie, door is tv, zoveel verschillende dingen, weet je wat, deze dingen hebben ons wat aangeveld, we verzochten deze plak hier op te vallen, wat een hunger had, een verlangen had, naar de vrede, wat we manchmal onder mensen zouden. Nu check maar hier, dat valt hier aan, weet je wat, we worden aan, dat scheelt bloedsterrig. Ja, dat meint, wanneer eerst de betäubung weg weer en dan weer de Scheingones, als aanbeelden van Scheingones wie ook daar, ja. Kijk maar hier, God alleen kan deze plak aanvallen. En weet je wat, wie dat aannemen dan, wat God van ons gedaan heeft, en wie vallen dat hier op met God en God alleen, ja. En God in ons leven, maar eenmaal regieren dan. Weet je wat, hij vangt aan al deze wunden te heilen. En de vrede wat ik in mijn hart heb, dat ik Jezus heb in mijn hart, dat ik kan er werkelijk wat beleven. Weet je wat, dat scheelt niet meer daar. Dat blijft op aan. Mijn hart, dat zegt, de Bibel zegt, het faalt eeuwig, dat scheelt eeuwig. Because het vrede wat God van ons gedaan heeft. Weet je wat, en dit hart heeft geen gebruik voor deze dingen hier. Niks meer. Because they feel quite the thing in vrede haben. Das wie Anbildnis hier. Ein Freund muss sagen, das wie angebildete Friede. Das will nicht wie. Aber diese Friede, wie kann Gott kann persönlich, sonst dort ein Tag weit über diese Dinge hier, das ist nicht nur verglichen mit. Aber weißt du was, diese Person, was das hat hier, so ein Wort, was Gott regieren hat, die kann nie sein zu der Sinn. Die viel quite Alkohol und Friede haben. Die haben nu Frieden in Hart voll. Die brauchen keine sonst Dinge begonnen. Und die sagt ganz klar, nee zu der Sinn. Ich fehlt das nicht, mir jankert das nicht, und ich muss das gleich haben. Mir jankert das gleich, mir fehlt das nicht mehr. Kijk maar hier, ans Gott moet maar zo weit kommen, dat we werkelijk zijn, jo. Weet je wat, en de vrijheid wordt God ons geven, in Engels zeggen we joy, ja. Freude. En die Freude, weet je wat, dat is mij als eerst wat we wel beiden kan. Maar weet je, ik wil je dit zeggen, wer dat niet beleefd heeft, die weet niet wat het is. Die zegnen hem, die zegnen hem. Weet je wat, die zegnen veel andere dingen, wat God in je vallen heeft. Al deze dingen, weet je wat, God heeft niet in je vallen dingen. Maar die vindt beeld ons aan, dit wordt die vrijheid geven, dat dit moet verzegen. Dat een beetje toperieren, nou wat nachtschijnen gewoon. En weet je wat, het is besladig, het scheelt erg. Kijk maar, ik leef veel van ons, wie weten graag wat het meent. De ware vrijheid is van wie ons moet handgeven te God. 100% zijn hemelse Vader, ik zie hem eng met mezelf. Ik moet helpen. Hemelse Vader, dat doe me de zin weg. Dat doe mijn leven regeren. Dat doe mijn leven opvallen met die geest. Leid u mij hoe u wens. Weet je wat? Dan vang deze dingen aan. Dan hebben we gemeenschap.
dann ist die Freude, die Dinge kommt rein, was die Welt hat bloß weggestohlen von uns. Wir können Gott verschiedene Wege verstehen. Wir in unserer Welt von der, das sind Glaubens, Islam ist ein Glauben. Ich sage, das fängt wie in unserer Welt von der. Das sind sehr viele, das sind über 1 Billion Menschen, die dort haben. Das ist Hinduism, ja. Verschiedene Glaubens, was das sind. Hinduism hat auch 100 Millionen, dann haben wir noch Theoism, das sind verschiedene Nummern, okay. Aber guck mal hier, die haben alle ein verschiedenes Bild von wer Gott ist. Und wie wir ein klar haben, in unserer Bibel finden wir den Weg, was mit klar ist in Gott. Und das sagt, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Die Bibel sagt, der einzige Weg, dass ich zu Gott komme, das ist durch Jesus Christus allein. Diese Glaube ist hier sein, das ist der Islam, wird auch nur so sein. Hinduism sagt, ich kann Gott anbeten, was du weißt. Du hast einmal niemals really gestorben, und die Geist kommt immer treten in das Seil. Islam ist immer als Sache, als sie waren im Himmel nennt, die Menschen sind immer in Zweifel mit diesen Dingen. Kijk maar, wie willen in Gott haben, wat ons Leib hat, dass die Schecks in ihnen sehen, Tim für uns sterben, dass wir nicht brücken, dass wir dort hingehen. So, wo finden wir Gott? Ja, hier sind Dinge, das können wir nicht wahren, wir machen nicht. Gott trägt uns Leib toll vor an. Kijk mal hier sagt er, wovon der Gebet und nur denken. Wir wollen dort mit denken. Kijk mal hier, wenn ich will zu Gott komme, ich gehe dort im Gebet, okay? Das meint, ich kann durch im Tag, das meint gleich, dass wir machen immer auf die Knie gehen und irgendwo haben, für ein Bad oder im Stuhl, so. Weißt du was, das Gebet kann ein Mensch tun, wenn er in der Arbeit fährt, in ein Haus fährt, wo immer er ist, ja? Du kannst immer Gemeinschaft haben mit Gott. Weißt du, was Gebet ist, dass wir mal aufrichtig sind zu Gott, wer wir sind. Wir sind ganz aufrichtig. Wir sagen, Herr, dieses Tag, Herr, sieh mit mir. Du weißt, ich bin schwach mit meinem Zorn, ich schaffe mit dort, Herr, schaff in mir, in rein, klares Hart, dass ich dieses Tag, wo mich bearbeiten, und ich nicht da war, Herr, ich will nicht dort aus dem Leben hingehen. Herr, schenkt, dass ich kann. Und wir können, der ganze Weg, was die Arbeit, können wir mit Gott Gemeinschaft haben, und zu haben, Gott ist mit mir, Gott lebt mit mir durch. Kijk maar, verschillende wegen van beden. Eén is groepengebed. Ik weet hier im Zentrum, in Lucemi Camino. Die Mann an der Früh sind, jeder Abend kommt der Taub im Kranz und dann die beten. Einmal einer vom nächsten, einmal für sich selbst oder Families. Aber ein wundervoller Weg. Und weißt du was, das ist das Gelüdet-Gebet, ja, wie Blüte sind. Die Männer haben einmal gesagt, einmal Mann hat zu mir gesagt, ich habe noch nicht leicht so eine Friede belebt, als wenn ich einmal ein blütes Gebet für andere Menschen zu Gott. Manchmal ein paar wieder, aber ich habe es gebeten und ich habe so eine Freude an. Er sagt, das will ich wieder tun. Das habe ich nie gefunden. Mit Gott kann ich blütes beten. Wenn wir nicht sagen, wir sind halt nicht gelehrt. Wenn das Wort rührt ist, wir wollen Gemeinschaft haben mit Gott, manchmal ist es weit, wie man blütes tun. Nächste ist hier, manchmal sind es Stelle Gebete. Hier nannt es ab den Psalm überlesen. Das sind Gebete. Leider singen sind Gebete. Ich habe mir gedacht, dass mal krank mit Leider singen dann überleben. Because, check mal, ich brauche das Beispiel, wir haben das Leid Hochdeutsch, ich flehe zu dir, mein Herr und Gott, in meiner tiefen Seelennot. Wenn wir das singen dann vom Herzen, dann ist das uns Gebet, Herr, du bist der einzige himmlische Vater, du bist der einzige, was mein Hart kann heilen, meine Seele kann Frieden geben. Aber wenn ich das singe, dann ich denke an den Karnevalstore, was habe ich getan? Ich habe bis zu Gott gesagt, weißt du was, mir fehlt es gleich an dir, ich habe liegen hier. Kijk mal, mit Leider, wir sollen uns Gedanken auch dabei haben. Was singe ich hier? Weißt du was, viele Leider mag ich, in die Gesangbuch und so weiter, die sind geschrieben von Menschen, die sind sehr schwierige Dinge durchgegangen, Verfolgung durchgegangen, die kommen wirklich vom Herzen raus. Kijk mal hier, und dann singen wir das Leid, ich flehe zu dir. Glaube ich dort, fehlt mir das wirklich an Gott, dass Gott meine Seele kann halten? Oder sehe ich ganz selbstverständlich, ich gehe mein inner Weg. Kijk mal hier, mein Körper, mein Wandel, wie es ganz hier in der Bibel, wo mein Müll sagt, hier ich glaube an Gott, aber ich tue nicht die Dinge, was die Bibel sagen denn. Sie, in der Bibel sagt sie ein Lehner, ein Heuchler. Okay? Wir müssen auch klar haben, wenn ich so eine Leute singe, dass ich sie bedürftig an Gott von Samarias bis zu Overs, dass ich nicht Gott kicken darf. Kijk mal hier, wenn ich ein stilles Gebet habe, hier will ich still sein. Ich glaube für mich, ein stilles Gebet hat sie stehen. Aber je leert het Gebet, ik geloof het is wonderful, kleine Kinder worden gebeden, je leert. Maar weet je wat, er komt een tijd, wanneer een mens manchmal Blütes anfängt te beten. Waarom? Because Jezus deed. Jezus deed Blütes beten voor ons. En een ding is hier, wenn wir op stilles beten dan, zelfs die Charme von ihrem Hall, wenn ich op stilles beten dan gaan mijn Gedanken zes vorhanden. Dan vangt de vriend aan dingen aan te vliegen, dan vang ik aan zes voor te denken. Maar eenmaal waar ik aan, wanneer ik beten op stilles, manchmal denk ik aan ganz zes voor, als ik hier geplant habe.
Für mich, wenn ich auf Lüdes beten da, dann kommen die Gedanken klar, was ich meine, was ich tun dann. Sie, kijk mal, da hast du steht, stell het Gebet, je leert het Gebet, aber weißt du was, dann werden wir Grün geben und ein Lüdes Gebet, beten ist auch ein gutes Ding. Because Menschen befinden sich, dass er viel getan, ja. Ist wie stehen down, knien down, kijk mal, die Bibel sagt, ich krieg wo wie Mann. Okay? Ich weiß nicht, wie Jesus das getan hat, von gebet hat. Er sagt, knien, ja, jedes Mal hat gestanden, hat gesehen, hat seine Jünger. Ich weiß nicht, wie finden wir all seine Details durch? Verschiedene Wege hat gebet. Aber kijk mal hier, wenn wir zu nerv sind, ob wir das kriegen so tun, dann werden wir aufpassen, die Bibel redet ja für uns da, ne? Das gibt verschiedene Wege. Ich sage, kijk mal, wenn wir uns Bruder und Schwester Raum geben, und sie glauben, Leute Gebet nochmal, wenn wir das auch lassen, man stellt Gebet, wenn wir das auch respektieren. Aber ich glaube, ieder Mal, das Leute Gebet, das hat sehr viel Kraft, ja. Und ich glaube, dann ist ons Gebetsleben erst, dann ist ons christliche Leben noch, dass uns Glauben kann wachsen, nicht so? Und de mehr wir beten dann, de mehr wie Gott, wir sind abhängig von was in uns Leben tut. Kijk, wenn wir denken, was hat Gott uns reden? Was hat Gott zu uns geredet? Wenn je mal terugkijken dan, was hat Gott zu uns geredet? Hij heeft hier ein paar Gedanken, ein das durch unsere Gedanken. Ja? Wir denken an Dinge. Hier sagt er noch durch unsere viel. Manchmal fallen wir sowieso mit dem Freund absägen vor. Dann fällt sich bloß, dass wir rechte Dinge sind zu tun. Wir denken irgendwann an den Freund. Dem sind die Gedanken von dem kommen an unseren Kopf. Ich sage, Gott redet zu uns durch. Ja, because es steht mit Gott sein Wort. Als Bruder und Not ist, er raubt uns die Hand, da du mal Hand, da du mit Arm spazieren, da du am Motor springen. Kijk mal hier, nein, Ding sagt er, weil wir manchmal ein Bild haben, ja, ich weiß das von mir selbst, kijk mal hier, wir sind im Gebet, und manchmal kommt uns ein klares Bild raus von deiner Person, wo das schlecht hat, wo sie macht fallen, vielleicht erst wieder gestorben in ihrer Familie, und dann ist uns ein Bild, uns kommt die viel näher, wo macht die Person das gehen, und dann ist uns Verlangen, die Hand davor, trösten. Kijk mal hier, Gott redet zu uns. Kijk mal hier, nach Dingen, Umständen, manchmal haben wir mit Umständen, wie sie worden da. Wenn uns nicht alles ans Weich kommt, dann wo wir verdrissig, dann denken wir so, na, komm uns die danken an, Gott gleicht mir gut. Ich was han andere getan? No, kijk mal hier. Ich glaube, Gott lässt uns manchmal durch schwere Tiden gehen, because die schwere Tiden, dann weiß Gott dort, dann haben wir viel Dollar Force in seiner Hand hier. Hij weet dat. En hij wil mal haben, wie ze allemaal daar leren, naar aan te kijken en steht, rammen ons. Wie weet we pijt dat we in een boot, is Jezus even Water gegaan kwam, dan zet hij Jezus door, en dan zegt hij, wenn die Jezus best loopt niet kom. En Jezus zegt, dan kom, Petrus, ja. En hij vangt aan om Water te gaan, hij kijkt naar Jezus, maar weet je wat, manchmal kijkt er aan naar de waal, wat dat, en dan vangt hij aan te zinken, ja. En kijk maar hier, en Jezus helpt hem ook uit, en Jezus wil ons ook helpen, maar hij laat ons manchmal durch schwere tijden gaan, dat we modalen aankijken dan. We zien de hand nog vasthouden dan. Zo leicht zijn we je neef, we laten los, dan weten we ons zelf wat. Ja? Je kan ons niet God zijn hand uitplakken, dat zijn we, wat helemaal weg gaan dan. Zo wenn we klagen, God leert me een ding. Zo, hier is mij wie schwere tijden daar komen. Waarom dat we niet vragen, Herr, wat zal ik leren van dit? Wat best u mij wijzen, ja? In je bed vragen, Herr, wat zal ik hier uitkrijgen? Zit u wat in mijn leven wat ik zal ändern? Zie, we zijn op te touwen. We maken ons ganz op te touwen. Weet je wat? God wil ons even vrijgeven in de zwaarste tijd, hoe we durchkomen dan. Wenn God is door. Durch Wunder. En hier is mijn een vraag. Wat is een wunder? Zijn we wonders in ons leven? Weet je wat, jede dag, dat we de nieuwe dag gaan, we zijn de zon schijnt, de veldjes, en de regen, dat zijn alles wunder Gottes, because mensen kunnen het niet doen. Ik zei, een van de grootste wunder wat ik weet is van een kleine baby terwijl komt daar. Niet het leven, plötzlich niet. Wer kon het doen als God? Ja, ik zei, wie zijn staat, ja. Dat is een wunder. Wanneer mensen krank zijn in een hospital, ja. En wenn wir sagen, ein gläubiger Bruder ist so krank, und er weiß, was die Bibel sagt, so er kriegt sich breiter Hand, christliche Brüder, Prediger, deine älteste vielleicht, kriegt die Hand und fragt er selbst am Beten und Salben, ja. Und kijk mal hier, die Bibel sagt, so steht, das sagt euch, wie sagen, für den Doktor vor, ja. Wo fällt mal da, wie wir beten über die Sache, mal Klarheit mehr in uns Leben, ja, sagen, Herr, was musst du mir lernen, durch das, was passiert ist, ja. So, wenn das Mensch wird gesalbt und eben am Gebet, en bult als ze vielleicht steht op en ze zitten en zeggen, man, die dokters gaan je fijne medicine deze tijd, nee? Hebben jullie gedacht dat God heeft wat een wunder gedaan? Wie zijn maar dus blind die dingen? We nemen het niet de soort dat God heeft een werkelijke wunder gedaan. En God sei Dank, God schafft het. Zijn wunder zijn gewoon afhankelijk aan mij. Ja, hij kan daar nog wunder doen, maar weet je wat, hij wil, we zijn allemaal dingen maken. En am danken en am loven dafür, because am traf die ihr.
Gott hat uns iedermaal denken helpen, ter ons reden, durch Menschen. Iedermaal in de kerk. Die deine heeft een boodschap, en ik weet voor mezelf. Manchmal heeft die deine een predik gehad, en ik zei, man, ik heb lang gevonden wat hij volgens mij dan. En die kunnen zo fijn uitbrengen, dan wordt mijn dingen klaar. Ik kan God danken, dat God gebruikt andere mensen, die mij ook leren. Ja? We vragen gewoon een broeder, wat weer gezegd hebben, man, we zijn dankeschön. Dat heeft mij wat geholpen, dat God heeft te mij gered. Kijk, maar ik zei, een broeder is werkelijk een broeder, een vriend, wanneer hij mij denken helpen, wanneer ik erg doe. En weet je wat, we kunnen helemaal zijn, hier in ons oude leven hier ben, we hadden vrienden, we namen die vrienden, maar dat we ook bloß laatst wie geld hadden. Dus deze dingen kijken, maar dat geld is weg, wie een vriend met mij door. Weet je wat, werkelijk een vriend is, wanneer hij zit, ik zie een zin, en hij komt aan, en hij helpt me denken. Uit life voor mij. Wanneer hij weet, ik word vielleicht daar zijn, geen ander zijn, maar hij komt aan, because hij heeft life voor mij. Weet je wat, ik zeg, God schakt dem vriend aan. Weet je wat, manchmal zijn die vrienden, die knop. Manchmal zeggen we nou, wat kan met die aan hem? Ik heb mezelf zoiets gerne kan ook. Kijk maar, een ware vriend. Wanneer ik zin je nou, hij zit daar, de broeder wordt naar mij komen en mij denken helpen. En God broekt mensen te mij denken helpen, die redt te mij. De laatste zaak, en ik lees het zo, een van de eerste zijn de Bijbel. God redt te mij durch. Maar we lezen dan, eenmaal soms de dagen, dus er dertig dag bij de arbeid, we denken vertreden, en soms die komen ons wat am kop nemen, we denken eraan, en we kunnen zeggen, God, danke schön, dit vers, dit past mij aan. Ik wil me dit vers van jou schaffen, dat die kan mij klaar zijn, dat kan pot van mij zijn. So we kunnen zeggen, God redt ons. En ik leid het als voor het alleen het als, dat we alleen zijn. Manchmal helpt het im Film mal iets switchen, weg doen, en mal ganz tijd nemen, dem Gott zijn voeten aan checken. Some mensen zijn, we not a morning person. Ik denk, like, Samaria zei tätig, nächstes zei hij kan los zo später. Weet je wat, dat is wichtig, als niet krijgt, wanneer we dat doen. Aber dat we dat doen. Dat we tijd nemen, met God gemeenschap hebben. En God vragen, God, wat zit in mijn leven? Hoe kan ik me verbeteren? Wat zal ik doen met mijn leven? Weet je wat, en God wat me een antwoord geven. Hij is een hemelse vader. Hij wil me niet meer zo sterk laten. Hij wil me zijn. Manchmal is het durch een tijd dat hij ons wijzen dat. Ik weet van mijn leven manchmal, dat heeft manchmal een joie gehad, wat ik klaarheid had. En ik denk, maar weet je wat, wanneer eenmaal klaarheid weer, dan kan ik God zijn Dankeschön voor mij die klaarheid geven. Dan schaffe ich wieder. Kijk maar, wir nicht verdrießlich worden, wenn nicht die Antwort so steht kommt dann. Die vindt je af, ja, no, Gott gleicht dir nicht. Du hast nicht eine Antwort. Weet je wat Gott sagt? Sieh mal geduldig. Meine Zeit, zoals ik denk, nou, dat zijn niet die gedanken. Meine Wege zijn niet die Wege. So wir willen klar haben, Gott wird mir antworten. En zijn Wege, zijn tijd. En ik leid het af te doen, dat we je beden doen. En we niet beden, dat bloß ons wel mag uitgeveld zijn. We willen klar haben, Gott heeft, ja. Waarom is het zo schwer tijd te nemen voor God aanbeden, stelle tijd aan? Wel, als iedereen, we zijn zeer actief, ja. Veelmaal is ons geleerd, en ik weet van persoon wat is geleerd, bloß viele mensen zitten en lezen. Gute mensen schaffen, ja. So die worden bloß ganz en daher schaffen, die worden zich niet tijd nemen, en wat zeg ik, mir fehlt tijd te beden, mir dat schlagen. Well, die haben gesagt, dass viele Menschen zitten und denken, beten, ja. So dann schaffen bloß es dort, ja. Wir sind gewarnt, aktiv zu sein. Check mal hier. Nächste auf die Gedanken, wenn ich da bloß zitten lese, das verspielte Zeit. Ich kann wel veel wat nutzbaar doen. Maar kijk mal, ik zei het dit. Solomon sagt in een stad, en spreche, to alles heeft God tijd, ja. En ik leef voor ons, ook wie maar een klaar hebben, wo is mijn tijd, dat jij, het Reich Gottes het eerste is. Wo is God zijn woord eerst in mijn leven? Zijn onze kinderen dan? Dat God zijn woord het wichtigste is in ons leven. We lezen dan, we studeren dan. Dat is een part van ons leven. Maar zijn we gelijkaardig en dat is best tijd, verbrukte tijd. We willen niet eens dat doen. Kijk maar, we kunnen hem indruk geven, ja, aan onze kinderen. En manchmal denken we, kun je wat nutzbaarder doen. En weet je wat, helemaal is het, we gleichen het niet, want we stellen tijd aan. En God wijst ons dingen wat aan niet gefällt. En dat gleich we niet. We gleichen ons een schijnend Zeit het leven te hebben. Manchmal wijst God ons dingen. En dan vallen we slecht gewoon zo. Wie mensen dat helemaal je niet weg te blijven. Hier is maar een vrouw, wat mensen helemaal hebben, is, hier God me wanneer ik beden doe. En hier is een vers, ik wil niet meer wezen, in Hebreeën 11 vers 6. Hier zegt het staat, en ik laat het zeer met gebed ook te doen. Hebreeën 11 vers 6 zegt het staat, ohne Glauben ist es allmählich Gott zufriedenstellen. Okay? Hier zegt het staat, hier zegt geschreven staat, wie in Gott komt, dat de moet geloven dat God is daar, en God wat dem beloont, wir hem ernstlich zieken dan. Kijk maar hier, so, wanneer ik beden dan, wie beden dan, wie alle beden dan. Wanneer ik geloof dat God is daar,
dan wil ik dat geloven dat God wat mij belangt. So God wat mij een antwoord geven in mijn leven, wat ik hij gevraagd nu. Manchmal is het nee, manchmal ja, manchmal zegt hij, luur stützen. Sehr gerecht für die Antwort, wat God mij geven hat. Ik moet geloven dat God wat mij belangt. So, God hielt ons van wie beten dan. Hier nächstes wird sein, ich habe so viel gebeten, ich kriege nicht eine Antwort. Well, guck mal hier, manchmal hat Gott auch nee gesagt, aber uns ich kann das nicht annehmen. Das können wir nicht verstehen, warum Gott uns das nicht will geben. Guck mal, wer wird dankbar im Gebet wollen, Gott freuen. Vielleicht sehe ich zu dumm, sagt der Nächste. Weißt du was, Gott hat niemals schon gemacht. Gott hat Menschen gemacht mit einer Säule, wo die Säule will einen Tag ein Haus haben. Okay, Gott, wir sind nicht so dort. Wir haben nicht so dort Leute anbilden. Gott wird mir bloß sagen, wo ich anders sehe. Das ist nicht so. Gott wird mir Dinge wiesen, zu mir reinmerken, wie arm, dass wir kennen, dass es Jesus sind. Das ja. Okay? Aber er wird uns Dinge sagen, auch was wir gut tun. Ja? Kijk mal, vielleicht wird er mir sagen, Dinge, was ich auch hören will, dann mache ich die tun. Kijk mal hier. Wenn ich weiß in mein Hart, dass ich sehe meinen Bruder da dann einig, kijk mal, dort in den Stich kommen, das helpt mir nicht, because Gott wird raufdrücken. Wir sind dort nicht zu sinnlosen worden. Wir haben bekannt Dinge erreicht und uitvallen, was Gott sagen wird, zu uns in unserem Leben, ja? So, hier ist ein Part, wenn ich gut gleich mit ein paar Vers mit Ihnen nach Top durchkommen, ja? Wir finden in der Bibel wundervolle Vers, die uns klar wiesen dann. Und Vers, was mir sehr mithelfen, dass als wir sagen, selbst ich sagte, die jetzt helpt uns in unsere Schwachheiten. Wir wissen nicht, was wir sollen verbeten, aber die jetzt selbst, das entstehen für uns, en het met je steen zegt het hier met wieder, wat we niet kunnen uitspreken. So, in ons leven zeer schwer, mensen kunnen ons niet verstaan. We fangen aan verdrietig te worden. Weet je wat, en dan vielleicht hast du manchmal weiter in ons gehört. Vielleicht hast du weer weggestorven, oder Bruder und Schwester wollen es nicht mehr sein. Weet je wat, so weit, dann sagt die Bibel, dass jetzt Gottes Wort in uns wohnhof ist, der das für uns eine Gott bringt, die Gedanken. So, Gott weiß immer, wo mir das geht und was ich denken will. Kijk maar hier, wanneer ik niet wieder habe, die jetzt Gott steht an. Sondern Leben hat Gott für uns. Da von uns hat alle uitrand und alles zit dies da. Weet je wat, Gott wird kraak, wo wir das gehen, because jetzt Gott ist erst da. Weet je wat, in seiner Zeit, Gott wird uns Dinge offenbaren, wir können Dinge verstehen. Und hier sagt es, das Vers 7, finde ich, er sagt, und die werden hart das forschen, uitforschen, was uns hart ist, die kann, würde jetzt denken, das. Okay, das ist Gott. Hier sagt, wenn Gott jetzt das entsteht für uns, für die Heilige, nur Gott sein Wahl noch. Kijk mal hier nennt die Bibel uns Heilige. Und wie können Gottes sein? Wir haben es angenommen, dass Jesus unsere persönliche Heiland ist. Wir glauben dort vom Herzen und wir folgen dort. Dann sagt die Bibel, wir sind die Heilige. The Saints auf Englisch. Das ist erstmal, wir können das nicht verstehen, because wir haben irgendwo ein sehr errichtes Bild von uns selbst und wir haben ein ganz errichtes Bild von wer Gott ist. Und das muss nicht ablehnen. Gott sagt, er hat mich lieb, er hat mich gemerkt, was er will. Und ich muss das mal verstehen und Gott danken dafür, dass mein Bild mal reich wird hier. Because wenn ich nichts von mir holen darf, weißt du was, dann wird mein Bild von Gott auch nicht reich sein. Wenn ich nichts von mir holen darf, dann wird ich verdrießlich und da sein über meine Familie, meine Mitpartner, meine Freunde. Erst wird es dort, because ich gleich mich nicht, ich kann dem Nächsten auch nicht gleichen. Kijk mal hier, Gott schafft in uns. So werden wir schon merken, das Bild von uns selbst ist reich. Wir Gott sein, der in seinem Wort, wer ich sehe, und wir werden ein reiches Bild haben von Gott, wer er sagt, hey, erst, und das fängt an Gott sein Wort. Und diese Dinge, wenn ich erst sehe im Gebet, weißt du was, Gott wird mir all diese Dinge offenbaren in seiner Zeit.